Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Videomagazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sind im sonnigen Freizeitpark Schloss Beck und dieser Freizeitpark liegt ja direkt neben dem Moviepark Germany. Das ist, glaube ich, zur Orientierung für die meisten am einfachsten und dann weiß jeder aus ganz Deutschland, glaube ich, direkt, wo wir hier lokalisiert sind. Wir sind vor Saisonbeginn hier im Freizeitpark Schloss Beck und gucken uns an, was es 2025 für die Saison hier Neues gibt, zeigen euch das alles, holen euch noch ein bisschen ab, was Schloss Beck ist, was es hier so zu tun und zu machen gibt. Und jetzt noch mal eine kleine bildliche Darstellung darüber, wo wir uns hier befinden. Um sich das bildlich vorzustellen, das da gerade ist der Moviepark Germany und hinter mir hier an dieser Stelle ist der Freizeitpark Schloss Beck. Willkommen in meinem Kaminzimmer. Das ist das Coole beim Freizeitpark Schloss Beck. Das war früher mal ein richtiges Schloss, beziehungsweise steht hier auch noch das richtige Schloss. Ihr könnt hier rein. Im Keller wird es ein bisschen gruseliger, aber es ist halt einfach ein Originalschloss und nicht irgendwie nur eine Kulisse. Und das ist hier sehr, sehr edel. Also ich sehe mich auch irgendwann mal in einem Schloss. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer Presseshow. Unserer Vorstellung, was wir in diesem Jahr vorhaben. Herzlich willkommen. Ja, jetzt bin ich etwas sprachlos. Ich möchte uns einmal hier vorstellen. Mein Name ist Carla Kuchenbecker, das ist meine Schwester Katharina Kuchenbecker. Wir sind beide Geschäftsführerinnen hier im Park. Meine Mutter, unsere Chefin, ist abgetreten. Gut zu hören. Gut, dann aber ich habe natürlich die Töchter, die den Betrieb super machen. Danke. Dann möchte ich noch einmal auch unseren Zuwachs, der uns unterstützt in diesem Jahr, oder auch vorstellen. Das ist einmal der Herr Terhaus, der ist mittlerweile 5 Jahre bei uns. Der übernimmt jetzt die Technik im Hause. Dann ist einmal der Herr Förweiser, der ist seit Februar bei uns, der übernimmt die Gastronomie. Und der Herr Oswald, der macht das Marketing. Genau. Und weiter gebe ich an Katharina. Genau. Ja, also auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Also ist ja lange her, dass wir einen Pressetag gemacht haben in der Form und wir freuen uns riesig, dass auch jetzt so viel Anklang gefunden hat. Ja, wir wollen euch jetzt auch gar nicht zu viel erzählen. Es gibt natürlich vieles Neues, also vor allem ist unser Wasserspielplatz, der immer noch nicht ganz fertig ist, aber den wir in diesem Jahr eröffnen werden, also hoffentlich dann auch passend zum Sommer, der uns auch sehr viel Geld gekostet hat, was eben auch bedeutet, für so einen Park, so ein mittelständisches Unternehmen wie unseres, kann man nicht jedes Jahr irgendwie eine Achterbahn oder einen Wasserspielplatz oder irgendwas bauen. Bedeutet für uns, dass wir also jetzt in Zukunft auch ein bisschen weniger Ausgaben sozusagen machen müssen. Und von daher werden wir uns in der Zukunft auf Instandhaltung konzentrieren. Das heißt, das ist etwas, was in den letzten Jahren definitiv ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir werden also jetzt zusehen, dass wir in diesem Jahr, also in diesem Winter haben wir schon sehr, sehr viel gemacht. Das werdet ihr auch gleich sehen, was alles passiert ist. Die Firma Wiemela hat uns da ganz wunderbar hier zum Beispiel im Haupthaus, im Schloss unterstützt. Das gucken wir uns gleich auch gerne einmal an. Und es sind sehr viele Firmen, sehr viele Gewerke, die hier bei uns auf dem Gelände jetzt tätig waren und eben dafür gesorgt haben, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall wirklich eröffnen können und alles top aussieht und top gepflegt ist und eben auch so, wie wir es gerne hätten. Wir sind jetzt auf einem kleinen Rundgang nach der Pressekonferenz und ja, das Augenmerk liegt jetzt erstmal beim Schloss Beck darauf, Infrastruktur ein bisschen wieder aufzupeppen und den Park wieder instand zu setzen. Das hat man in den letzten Jahren ein wenig vernachlässigt. Unter anderem wird der Erlebnis-Entdeckerpfad komplett nochmal frisch gemacht, komplett Hochdruck gereinigt, neu gestrichen und auch ein paar Arbeiten an den Spielgeräten am Holz finden statt. Und auch der Baumkronenpfad hat ein Upgrade bekommen. Mehr neue Schilder mit noch mehr Informationen, die dann spielerisch Lernen und Entdecken ermöglichen, vor allem für die kleinen Gäste, wo auch das Augenmerk des Schloss Beck drauf liegt. Und Mitarbeiter sind auch vor Ort, wenn man Fragen hat und Ähnliches. Und ansonsten kriegt ihr jetzt auch noch ein bisschen Input von Carsten, der vom Schloss Beck auch hier mit uns unterwegs ist und uns ein bisschen was zeigt und erklärt. Die Pferdereitbahn, von der Katharina gesprochen hatte, ne, wo halt eben auch der Wunsch ist, dass hier dann einfach noch mal eine vernünftige
Thematisierung reinkommt. Und man sieht halt eben auch am Dach, das ist halt auch etwas, was dann mal irgendwie repariert werden müsste, ausgetauscht werden müsste, aber steht halt dann jetzt eher dann für den kommenden Saisonwechsel an, dass wir dann irgendwie daran uns mit dieser Thematik dann beschäftigen. Da waren jetzt auf der Prio-Liste noch ein paar andere Sachen weiter oben. Hier ist ja im Zuge der TÜVung, wird ja jedes Jahr aufbereitet, da sind die technischen Einrichtungen halt auch nochmal ertüchtigt worden. Beginnend mit den Trittblechen an den Pferdchen bis hin zur Stromschiene und so weiter. Nächste Bauabschnitt ist dann sozusagen die Sättel zu tauschen. Ja, das wäre jetzt die nächste Geschichte und anschließend muss halt die Bedachung einmal, das Planendach ist halt auch noch eins von den ersten mit und das muss halt einmal komplett erneuert werden. Das ist in der Beauftragung, aber das aufgrund der Größe schon alleine dauert halt auch ein paar Tage, bis das dann wirklich zum Tragen kommt. Ne? So. Sieht man halt eben auch eine relativ klare Grenze, bis wohin jetzt irgendwie gerade der Park für die Gäste läuft. Aber ganz am Ende kann man halt erkennen, ne, das sieht schon ein bisschen historisch aus. Bis dahin ging halt ursprünglich mal hier die Schlossgärten und ist eben im Laufe der Zeit zugewuchert. Ne. Das Schloss ist halt eben aus Mitte des 18. Jahrhunderts, wo dann eben auch hier die Gärten mal angelegt wurden. Das heißt, da ist halt auch tatsächlich noch irgendwie prinzipiell Potenzial, sagen wir es mal so. Ne. Und es gibt ja durchaus immer wieder auch Dinge, die man dort irgendwie unter Bäumen platzieren kann. Aber das ist jetzt im Moment noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber dass man eben sehen kann, okay, Möglichkeiten, irgendwie weitere Sachen auszubauen oder sowas, sind halt auch auf dem aktuellen Gelände eher auch schon da. Das riecht nach Moos. Jetzt stehen wir hier bei der Neuheit 2025, dem neuen Wasserspielplatz. Es ist noch komplett Baustelle. Es gibt auf dem Bauzaun schon ein Artwork zu sehen und man investiert hier nur für den Wasserspielplatz 2 Millionen Euro. Es kommt noch ein großes Gebäude da vorne auf die Seite zum Beispiel für die Wasseraufbereitung und Umkleidekabinen sowie auch einen Imbiss wird es dann hier an dieser Stelle geben, um das Ganze sehr attraktiv zu gestalten. Man hat auch noch die Möglichkeiten, in die Richtung noch mehr zu erweitern mit einem Rutschenturm und auch einem Winter-Indoor-Angebot. Aber diese modernen Wasserspielplätze beziehungsweise allgemein die ganzen modernen Spielplätze gefallen mir persönlich richtig, richtig gut. Hier ist das Ganze angelehnt an die Mühle, die hier vorne steht. Das ist auch noch eine historische Mühle, wo auch der Müller drin gelebt hat. Und da gibt es auch hier eine Mühle, aus der man dann später rausrutschen kann. Und verschiedenste Bereiche, wie ihr hier seht, zum Hüpfen. Hinter mir wird es Eimer geben, die mit Wasser sich füllen, umkippen und euch dann nass machen können. Hier wird Wasser rauskommen, wahrscheinlich wenn man dran dreht. Und man kann ein bisschen Staudämme bauen, man kann spielen und klettern. Und mir gefallen diese neuen Sachen ziemlich gut. Da war Schloss Beck aber auch ziemlich weit Vorreiter eigentlich schon, auch wenn das jetzt eine Neuheit für 2025 ist. Denn die Planungen dafür waren im Jahr 2019 und die Umsetzung wurde verschoben wegen der Corona-Pandemie. Und das Projekt wird jetzt nochmal neu aufgegriffen. Man musste auch einmal hier, weil das ein besonderes Areal ist, erst einmal war es nur eine alte Pferdekoppel, wo aber auch ein bisschen was gerodet werden musste. Das hat das Ganze natürlich kostspielig gemacht, aber richtig ins Geld ging es dann, da hier alles erstmal sondiert werden musste, denn hier könnten noch Blindgänger liegen. Man hat sich dann dazu entschieden, keine Bodeneingriffe hier vorzunehmen. Es gab auch wohl ein paar historische, archäologische Funde, die aber nicht geborgen werden müssen. So musste aber der ganze Bereich um 80 cm aufgeschüttet werden. Und nun hat man dann den Wasserspielplatz dort oben drauf gestellt, der jetzt immer noch weiter gebaut wird. Und im Sommer, spätestens zu den Sommerferien, eröffnen soll hier im Freizeitpark Schloss Beck. Übrigens, Hersteller des Spielplatzes ist Kinderland Parks, haben wir auch schon super oft hier gezeigt. Die haben richtig was drauf und kommen ja aus Deutschland, wie der Name es erahnen lässt, aber es ist nicht garantiert. Und wir können noch mal kurz ein bisschen über das Artwork sprechen oder das Artwork durchgehen, was ihr gerade auf der Baustelle so ein bisschen gesehen habt, um das noch mal ein bisschen nachzuvollziehen. Hier ist der Turm am Ende mit den Eimern, die sich mit Wasser füllen und dann, wenn sie voll sind, kippen sie um.
Und hier in dem Bereich stand ich gerade und hier seht ihr auch, dass hier dann noch Klettermöglichkeiten entstehen werden. Hier sind die, ja, ich nenne es jetzt mal Holzseerosen, wo ich vorstand, was gelogen ist, weil ich stand hier. Guck mal, wie weitläufig das noch wird. Ich stand hier, weil hier sind diese Wasserspeier, die ich erwähnt habe, wo hier vorne die Kordel dran ist, die dann Wasser speien oder sprühen. Frösche, riesige Frösche, die richtig cool aussehen, die auch mit Wasserfontänen ausgestattet sind. Und hier gibt es dann noch einen Brunnen, was auch voll das coole Spielelement ist, meiner Meinung nach. Treppe hoch und Kletterspielmöglichkeiten und hier die erwähnten Möglichkeiten, um ja, Dämme zu bauen. So eine Art, ui, Casa Magnetica. Machst du so eine Art Schleuse, Damm machst du zu, hast verschiedene Tore, die man schließen kann und dann kann man verschiedene Tore öffnen und dann kann das Wasser verschiedene Wege fließen und vor allem, wenn mehrere Kinder da sind, da müssen die miteinander kommunizieren, interagieren, richtig cool. Und auch relativ groß, wie man ja sieht. Und hier ist die Auslaufzone der erwähnten Rutsche. Kurz aber noch zum Hintergrund. Hier gibt es dann noch ein paar Fässer, die dann das Ende von dem Kletterspielbereich, der hier gerade zu ist, darstellen. Und dann gibt es hier die große Mühle mit der Rutsche. Voll das schöne Element. Das macht es auch nochmal aus. Dieses Thematisieren und Gestalten von Spielplätzen ist meiner Meinung nach super wichtig. Und ja, also Spielplatz ist, auch wenn du nur eine große Attraktion hättest oder wenn es als eigene Attraktion da ist, einfach das perfekte Thematisierungsobjekt meiner Meinung nach. Und hier haben wir dann noch das Gebäude und wir müssen uns den Spielplatz quasi jetzt so gedreht vorstellen und dieses Gebäude kommt hier quer noch vor und ist dann für die Versorgung da. Man sieht auch schon, wie viele Anschlüsse rauskommen. Das Ganze wird auch mit Frischwasser betrieben, aber das Wasser wird hier auch aufbereitet. Ich sage mich nicht fest, ob das jetzt alles 100% stimmt, was ich jetzt gerade versuche zusammenzufassen mit dem Wasser. Aber man ist dann natürlich schon, soweit es geht, nachhaltig unterwegs. Wir sind quasi am Endpunkt des kleinen Rundgangs durch den Freizeitpark Schloss Beck, der 1966 von der Familie Kuchenbecker gekauft wurde und heute auch noch in Familienbesitz ist und von der Familie betrieben und geführt wird. Und wir sind jetzt hier auf diesem Platz. Und hier ist eine gute Stelle, um auch noch mal zu erwähnen, dass Denkmalschutz ein sehr großes Thema hier ist und auch eine Verpflichtung und dass das alles erhalten werden muss. Das Dach muss demnächst gemacht werden, was auch wieder ein Betrag von 1 Million Euro sind. Das sind so Investitionen, die man als Parkgast gar nicht sieht und wahrnimmt. Was nach 5 Jahren übrigens auch neu kommt, ist die Schlossschenke. Die Gastronomie war seit 5 Jahren jetzt geschlossen. Der Imbiss dahinter, der wurde weiter betrieben, aber die Schlossschenke war nicht mehr in Betrieb. War ein Bedienrestaurant, wird jetzt wieder aufmachen, aber als SB-Restaurant. Und dort soll es dann Suppen, Eintöpfe, Waffeln und vielleicht auch mal verschiedene Tagesgerichte geben. Man hat auch eine komplett neue Bestuhlung dafür hier vor. Die seht ihr auch schon, diese weißen Stühle, und neue Bestuhlung ist vielleicht auch ein Stichwort für den Bereich hier, denn um die Trampoline herum gibt es neue Bänke und da hat man auch einen kompletten neuen Satz sich hier und ein neues Set sich hier hingestellt, die alle zusammenpassen und ganz cool aussehen. Die Trampoline sollen auch noch ersetzt werden, das wird wahrscheinlich aber erst im nächsten Saisonwechsel stattfinden. In Boden eingelassene Netztrampoline sollen dann hier hinkommen und diese blauen Trampoline, die ein bisschen aufgeständert sind, kommen dann weg, und neben diesen ganzen wirklich schönen Federwippern passt das dann auch besser, meiner Meinung nach. Und dieser wirklich sehr schöne Weg hier direkt aufs Schloss zu ist jetzt auch gesäumt wieder mit neuen Laternen, die ihr hier am Rand seht. Und das sind gusseiserne Laternen, die eine Spezialfirma aus Belgien extra hergestellt hat. Die haben auch ein neues Lichtkonzept bekommen, was farblich angepasst werden kann, was verschiedene Farbwechsel und Spielmodi hat. Und das hat man auch dieses Jahr dann nochmal angepackt und nochmal neu gemacht hier im Freizeitpark Schloss Beck. So, das war unser Video zum Freizeitpark Schloss Beck und was 2025 auf euch zukommt, mit einem kleinen Rundgang, mit einem Einblick in die Neuheit und was man sonst als Gast vielleicht gar nicht sehen kann, wenn man den Park normal besucht. Mein erster Freizeitpark ist das Motto vom Freizeitpark Schloss Beck, weil das der Park ist für die Familie mit den kleinen Kindern, wo man die ersten Attraktionen fährt, die erste Achterbahn mit der Marienkäferbahn fahren kann, Zierer Tivoli Coaster ab 1,5 Meter. Was war eigentlich euer erster Freizeitpark? Wo habt ihr angefangen? War es auch Freizeitpark Schloss Beck oder ein anderer Park? Lasst es in den Kommentaren gerne wissen.